Hier herrscht eher ein Wetter wie an der Nordsee. Ja, wir dachten eigentlich, wir können hier übernachten. Wir dachten, wir fahren ins Paradies. Glaubst ja auch nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind in Orlando, quasi der Hauptstadt aller Themen- und Freizeitparks der Welt. Es gibt hier von Hollywood Studios zu Walt Disney zu Universal Studio Parks, einfach alles, was man sich vorstellen kann. Und ja, neben mir sitzt ein riesengroßer Themenpark-Fan. Wir hatten ursprünglich mal den Plan, ins Disney World zu gehen, weil es einfach mega Attraktionen hat und ich natürlich so ein Themenpark-Fan bin. Mich richtig auf die Achterbahn gefreut, Svenny auch, aber $164 pro Person plus Parken, Essen und was du alles da noch machst, das war uns einfach viel zu teuer. Ist absurd, wie teuer das ist und deswegen haben wir es doch nicht gemacht. Aber wir wollen ein bisschen Disney-Flair trotzdem aufsaugen und deswegen gehen wir ins Disney Springs. Das ist umsonst. Hier kann man nichts fahren, hier kann man nur kaufen. Mal gucken, ob wir da günstiger rauskommen. Die Aufnahme war eher für uns, damit wir wissen, wo wir geparkt haben. Also Disney Springs ist so ein bisschen wie ein Freizeitpark, nur eben ohne Fahrgeschäfte, sondern nur mit Einkaufsläden. Ich war ja schon mal hier, habe das schon mal gezeigt. Und mal gucken, ob wir so viel Geld sparen, nicht ins Disney World zu gehen. Unsere Mission ist auf jeden Fall, so viel Disney-Magie zu erhaschen wie geht, ohne was auszugeben. Und so wenig Geld wie möglich auszugeben. Ja. Findet ihr eigentlich ein Basti neues Cappy? Erster Store ist geschafft, der M&M-Laden gleich zu Beginn. Und das erste, was wir uns gefragt haben, ist, was passiert mit den M&Ms, die unter diesen Apfeldingern unten reingeschmissen werden. Ja, von den Kids und die werden ja holen das wieder aus ihrer Tüte raus und werfen das unten rein. Wir haben uns gefragt, ob das dann die sind, die im Laden verkauft werden in Deutschland oder so. Lasst es euch schmecken. Ja. So schnell kann man gar nicht gucken, wie Basti hier in den Läden verschwunden ist. Manchmal hat man Glück, so eine Hand von Thanos ist runtergesetzt. Nur noch $60. Schnapper. Das Einzige, auf was ich mich hier gefreut habe, ist die Toilette. Hoffentlich ist sie gut. Hier.
Und damit man es nicht vergisst, wurde man hier gerade nochmal im Mickey-Laden daran erinnert, dass man doch hier an seinem Happy Place ist. Aber jetzt geht's in die Merchandise-Hölle. Wir werden rot angestrahlt, sprich wir sind bei Coca-Cola. Ne, wir werden rot angestrahlt, sprich wir sind bei einer bekannten Zuckermarke, die hier Holiday Flavor Special anbieten, was unter anderem ein Coca-Cola Eggnog ist, was bedeutet, es ist einfach Cola mit Sahne und Zimt und irgendeinem anderen ekligen Kram. Allein nur die Mischung von Cola und Sahne stelle ich mir so unfassbar eklig vor. Oh, Gingerbread Coca-Cola. Also wenn man die Menschen hier auch beobachtet, die das trinken, die verziehen alle die Gesichter. Aber bezahlen dann auch $16 dafür. Ja. Und tatsächlich haben wir kurz überlegt, ob wir es mal probieren. Und wahrscheinlich geht es 80% der Menschen hier so. Aber nein, wir gehen mal weiter. Oh, voll. Ein neuer Tag und wir sind immer noch in Orlando. Wir haben uns aber ein bisschen ins Grüne zurückverzogen. Wir sind in einem State Park nördlich von Orlando und ja, machen hier ein bisschen eine kleine Wanderung mit Peps. Und hier soll es aber auch Springs geben, weshalb wir hauptsächlich hier sind. Und dann wollen wir gleich noch eine Runde schwimmen gehen. Voll die Riesentannenzapfen. Kenn ich so nicht. Doch, eigentlich schon. Aber schon Riesentannenzapfen. Ja. Und Spektakulär. der ist so groß wie dein Kopf. Wer weiß, ob das Bärenkacke ist. Wir werden mal irgendwann noch Spezialisten, was Bären angeht oder so. Bärenkacke zumindest. Richtig schön und richtig ruhig. Man kann es gar nicht glauben, dass man irgendwie in der Stadt ist oder in der Nähe von der Stadt. Oh, Spinne. Oh mein Gott, ist die groß. Oh. Basti wollte, dass ich da nah rangehe, einfach mit der Kamera. Und ich so, nee, gib mal schön das Teleobjektiv her, da zoome ich ran.
Was für eine Bärenkacke. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist hier sehr ruhig und entspannt. Bär haben wir natürlich nicht gesehen, aber dafür eine Spinne. Wir sind jetzt so 2-3 Stündchen quer durch Florida getingelt. Einmal an die Küste und wollten eigentlich ans Meer. Aber irgendwie passt das Wetter nicht so richtig. Ist doch nicht Florida hier. Ja, Pulli, Wind, bewölkt. Hier herrscht eher ein Wetter wie an der Nordsee. Peitscht der Wind über die Dünen. Menschen haben Regenjacken und Pullover an. Wir dachten, wir fahren ins Paradies. Glaubst du ja auch nicht. Also das erste Hundeverbotenschild haben wir schon entdeckt. Das war uns irgendwie klar bei so einem weißen Sandstrand und nicht weil der Strand weiß ist, aber weil alles gut gepflegt und angelegt ist und es gibt Rettungsschwimmer und so und dann sind meistens auch Hunde verboten. Aber Basti und wir machen mal einen kleinen Spaziergang nach vorne und dann gibt es ein paar Meter weiter gibt's noch einen Parkplatz, wo wir auch Peppi mitnehmen können. So, jetzt aber nachdem wir noch Waschbärenfamilie beobachtet haben, so süß, können wir nicht an den Strand gehen. Alles nur kaltes Wasser. Was für ein krasses Gefühl! Nach einer Ewigkeit laufen wir mal wieder auf einem Sandstrand und der fühlt sich einfach an, als würde man auf Puderzucker gehen. Crazy! Viel los ist auf jeden Fall nicht. Die Florianer
trauen sich bei dem Wetter nicht raus. Ich glaube, wir haben so oft so gutes Wetter, da müssen sie nicht auch noch bei schlechtem Wetter an den Strand. Ja. Können sich ja aussuchen. Meer, Sand. Es sieht aus, als hätten wir unsere Füße eingepudert, zuckert. Der Sheriff hat auch aufgepasst. Na? Alles gut? Gut aufgepasst? Gegen die Scheibe. Du darfst auch gleich raus. Du darfst auch gleich raus. Zurück. Sieht das so nicht aus? Hm? Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, wir dachten eigentlich, wir können hier übernachten, weil es bis vor ein paar Monaten oder so noch möglich war. Aber als wir schon davon gehört hatten, dass man direkt hier am Strand schlafen kann, dachten wir schon so, nee, das können wir uns nicht vorstellen, dass es die Möglichkeiten irgendwie noch gibt in bewohnten Regionen, dass man da mit dem Van irgendwo am Strand pennen kann. Ja, also ist das jetzt offiziell geclosed. Kleine Runde mit Peps laufen wir hier trotzdem noch. Zumindest hier auf dem Weg, nicht am Strand, weil es nicht erlaubt ist. Und dann suchen wir uns nochmal, naja, wahrscheinlich keinen schönen Schlafplatz, aber einen, der hier ein bisschen in der Nähe ist. Hoffentlich finden wir was. Klar, Cracker Barrel. Los geht's. Cracker Barrel. Cracker Barrel ist eigentlich immer ein ziemlich sicherer Hafen hier in den USA mittlerweile. Weil Walmart erlaubt es meistens nicht mehr, aber Cracker Barrel, auf die ist Verlass. Guten Morgen. Ein Grund, warum wir nicht so gerne auf Cracker Barrel Parkplätzen übernachten, ist, dass man meistens nicht so einen erholsamen Schlaf hat, weil entweder ist man direkt am Highway oder also es ist ziemlich viel Autolärm oder LKW-Lärm oder generell Lärm außenrum. Nichtsdestotrotz ist es richtig gut, dass man überhaupt bei Cracker Barrel immer einen Platz zum Schlafen findet. Heute war die Nacht nicht so erholsam, aber wir packen jetzt direkt zusammen und fahren dann einmal wieder vorne an den Strand. Wir fahren jetzt einmal rüber zum Strand wieder. Da standen wir gestern schon. Hier auf der anderen Seite war jetzt eben so ein kleiner Grünpark mit kleinen Trails und so. Und ich habe auf Google Maps eine Rezension gelesen, dass man hier mit Hunden spazieren kann. Die Rezension war so ungefähr vor einem Jahr. Da dachte ich, vielleicht haben wir Glück. Aber hier stehen so viele No-Dog-Schilder.
Da trauen wir uns irgendwie nicht. Nee, das gehört ja auch zu dem Park. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Also fahren wir jetzt einmal rüber zum Strand, machen uns da einen Kaffee, halten nochmal die Füße ins Wasser und dann fahren wir ein Stück weiter und gucken wir, ob wir irgendwo hier was Hundefreundliches finden. So hunde- und camperfreundlich das Inland von Florida ist, desto unfreundlicher sind auf jeden Fall die Küstengebiete. Was machen wir da? Da ist ein Hund im Auto. Da ist ein Hund im Auto. Mit einem großen Kong voll Frischkäse. Scheinbar haben wir die einzige Woche, in der schlechtes Wetter hier ist. Aber gerade boxt sich die Sonne ein bisschen durch. Drauf. Ich weiß, du liebst den Strand. I know. Moskitospray. Hebst du mir meinen Yoga-Kram raus, please? Aktuell kommt einfach Bewegung viel zu kurz. Wir fahren viel, wir organisieren viel und irgendwie will das Wetter nicht so richtig mitspielen. Aber keine Ausrede heute. Es ist nur windig und es ist der perfekte Strand für eine Runde Yoga. Viel Spaß. Danke. Wir sind angekommen und zwar nicht mit dem besten Wetter, aber wir sind an unserer Zieldestination hier in Florida angekommen, wo wir jetzt die nächsten Tage und auch Weihnachten und Neujahr verbringen werden bei unseren Freunden Shauna und Tosa. Und wir werden auch tatsächlich nicht im Van schlafen, Nein. sondern wir dürfen in der Ferienunterkunft mitschlafen. Da gibt es ein kleines Gästezimmer, was gar nicht so klein ist, wenn man in so einem Van lebt. Es ist alles riesengroß. Wir haben uns gerade schon angeguckt. Absoluter Hammer. Seht ihr natürlich nächste Woche nochmal alles ein bisschen genauer. Ja.
wir sind jetzt auch hier, um die restliche Planung für unsere zukünftige Reise zu machen. Ja, hier haben wir ein bisschen Platz, ein bisschen besseres Internet, können uns nochmal um die ganzen Sachen hier am Van kümmern, wie das Ausbeulen von unserem Plastikpart, wo wir ja richtig dankbar sind für die ganzen Tipps von euch in den Kommentaren. Und ja, haben einfach die Zeit und die Energie, um weiter zu organisieren, wie es weitergeht. Aktueller Stand ist, dass wir von Savannah, Georgia, nach Kolumbien verschiffen. Und da gibt es noch ein paar Dinge zu klären. Es muss noch irgendwie die ganzen Daten vom quasi wann das Schiff oder wann wir den Van abgeben müssen wir noch abgleichen mit Flugdaten. Ja. Wir sind ja hier nach Florida gefahren zum Verschiffen, weil wir einen Direktflug auf jeden Fall haben wollten nach Kolumbien, damit Peppy nicht irgendwie nochmal ausgeladen werden muss, sondern dass sie wirklich einfach nur Direktflug und wir können sie dann am Flughafen einsammeln. Das scheint alles ein bisschen komplizierter zu sein, denn wir können nicht direkt nach Cartagena fliegen, wo der Van nachher ankommt, sondern müssen nach Medellin. Ja. Und aber das ist noch eine längere Story. Wir fahren dann von da wieder zurück und holen den Van ab, aber das kommt dann in den zukünftigen Videos, da werden wir alles detailliert nochmal berichten. Wichtig ist nur zu wissen, wir fühlen uns, ich sag mal, gut genug mit dem Van, um weiterzumachen und nach Südamerika zu verschiffen. Ja, das stimmt. Also es wird unsere Reise auf der Panamericana wird auf jeden Fall weitergehen, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass wir so wenig wie fast keiner auf der Panamericana gereist sind. Also wir haben Nordamerika gut entdeckt, aber sind sehr wenig auf der Panamericana gefahren. Wir lassen jetzt auch Zentralamerika aus. Tut uns nicht so doll weh. Wir wollten eigentlich nicht mit Peppy nochmal fliegen, aber der Flug von hier nach Kolumbien geht 3,5 Stunden und ja. Ich glaube, Zentralamerika wäre jetzt auch nicht viel angenehmer für Peppy geworden mit der Hitze und auch in Panama hätten wir uns dann entscheiden müssen, Flug oder Segeln und das wäre alles für Peppy nicht die beste Möglichkeit gewesen. Genau, deswegen fühlen wir uns damit jetzt eigentlich am wohlsten, jetzt nicht noch irgendwie nach Panama runter zu brettern, weil wir haben ja auch, ich sag mal jetzt nicht begrenzte Zeit, aber begrenztes Budget und haben uns gesagt, wir wollen das lieber für Südamerika als für Zentralamerika sozusagen aufwenden und freuen uns einfach riesen dass es weitergehen kann. Ja, dass es weitergehen kann, genau. Danke auch an all unsere Patrons da draußen. Wir wissen eure Unterstützung wirklich sehr, sehr zu schätzen und wir freuen uns auf den ersten Community Call am 20.12. und dann direkt ein Christmas Special. Yep. Wir hoffen natürlich, dass wir bis dahin noch ein paar mehr Details zu unserer weiteren Reise haben. Wenn ihr Fragen habt, notiert die schon mal fleißig. Wir stehen Rede und Antwort. So sieht's aus. Glaube ich. Ja, wir werden alle Fragen beantworten. Für diese Woche war es das. Wir sind natürlich wieder mega dankbar, dass ihr alle eingeschaltet habt. Freuen uns immer riesig, wenn ihr dabei seid. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann bekommt ihr auch mit, wo wir nächste Woche hier eigentlich sind für unsere kleinen Weihnachtsferien. Ja. Emoji der Woche ist eine Achterbahn, auf der wir nicht waren. Falls ihr es findet. Ansonsten Regen, weil es gerade regnet. Ja. Und Support jetzt in den Kommentaren nicht vergessen und dann... Das Emoji geht immer. Ein Herz geht immer. Ein Herz geht immer. Und schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Wir sind dabei. Einen schönen 3. Advent euch, ihr Lieben. Genau. Bis dann. Danke. Ende.